Ich habe einfach nur gesagt, boah, ich wünsche mir einfach ein neues Leben. Ich wünsche mir einen Neuanfang. Ich bin festgefahren, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich meine, pflanze einen Apfelbaum und, jetzt mal blöd gesagt, warte 10 Jahre und der produziert so viele Äpfel, die du selber gar nicht essen kannst. Ich meine, wie toll. Die Natur ist Fülle. Die Natur ist Fülle. Wir sind verwoben mit der Natur, mit jeder Zelle. Hallo, ich bin die Jenny. Ich heiße Emanuel. Wie heißt du? Und wer bist du? Ruby. Das ist die Ruby. Und wir wohnen hier seit 2019 in diesem kleinen alten Brandholzschuppen. Unser kleines Tiny-Häuschen. Und wir leben mit 4 Leuten auf 45 Quadratmetern auf einem 45.000 Quadratmeter großen Grundstück. Und was wir hier so alles vorhaben, das möchten wir euch heute mal zeigen. Meine Frau und ich haben 2021 den Hof von meinem Großvater übernommen und haben im Prinzip hier vorne ein kleines Tiny-Häuschen. Das war ein ehemaliger Brandholzschuppen. Den habe ich 2018, als ich meine Frau noch nicht hatte, aber schon kannte, ausgebaut zu einer kleinen Wohnung. Aber hier ist keine Fensterscheibe gekauft oder so, das ist alles Wegwerfware. Hier oben die 2 Fenster, das sind zum Beispiel Dachfenstern. Die gehören normalerweise nicht in eine senkrechte Fassade, aber wenn man weiß, dass die ordentlich nach vorne ziehen, wenn man den Hebel aufmacht, weil die sind normalerweise in der Dachfläche und da brauchen die natürlich eine gewisse Spannkraft, um das Eigengewicht nach oben zu bringen. Als ich die das erste Mal in der Vertikalen aufgemacht habe, wäre ich mal damit rausgeflogen. Ja, genau, hier leben wir halt. Ne? Und diesen Wintergarten, den habe ich noch mit dran gebaut an diesen kleinen Brandholzschuppen. Und mittlerweile haben wir dieses Häuschen aber auch schon, ist erst seit 2018 da. Ich glaube, ich habe es 2-mal umgebaut. Also wo wir jetzt hier stehen, ist jetzt eine Terrasse. Die war früher das Badezimmer. Man konnte praktisch aus dem Schlafzimmer rausgehen, auf ein Flachdach, auch unterm Sternenhimmel ein bisschen pennen. Und hier war eine Komposttoilette, eine kleine Wanne. Und hier hinter stand ein Maischefass, was ich mit Wasser befüllt hatte, mit einer Handsprengelpumpe. Wir haben hinten im Garten einen Brunnen. Da konnte man das voll machen, 150 Liter. Ganz spartanisch, ganz einfach. Aber als dann Jenny mit dazu kam und jetzt auch die Kinder mit dabei sind, haben wir gesagt, okay, wir müssen das Ganze vom Eremitenleben hin zu einem familienfunktionsfähigen Leben umführen. Und dann haben wir tatsächlich nochmal, ja, ich sag mal, das Badezimmer weggemacht, Terrasse hingemacht, oben das Schlafzimmer ein bisschen umgebaut. So, ihr Lieben, dann kommt mal rein. Ich zeige euch mal, ja, wo wir hier so wohnen. In unserem kleinen, ich sage immer unser kleines Bütchen, weil, naja, so eine richtige Wohnung ist es halt nicht. Viele sagen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Baumhaus. Und ja, wie ihr seht, wir sind hier schon in der Küche, wo sich hier wirklich ja, viel abspielt. Also ich persönlich bin ganz viel hier in diesem Bereich. Das war ja früher dieser alte Brandholzschuppen. Da hat er die ganzen Fugen hier alles ausgekratzt und neu bearbeitet. Und ja, das haben wir halt eben, oder hat er damals erhalten. Und ich finde, es ist irgendwie so, es passt halt alles schön zusammen. Du hast Holz, du hast den Stein. Wir haben hier den alten Ofen. Der wird tatsächlich nur im Winter benutzt, denn im Sommer ist es hier sehr warm drin. Also jetzt heute geht es, aber wenn es 30 Grad draußen sind, da will man keinen Ofen anmachen. Aber im Winter ist er tatsächlich öfters an. Ich koche drauf, wenn er an ist, aber meistens wird er genutzt, um Brot zu backen oder um einen Kuchen zu machen. Und dann habe ich hier, das ist so meine Spüle. Wir haben keine Spülmaschine, das heißt, deshalb verbringe ich auch noch mal mehr in der Küche, weil halt alles so von Hand gespült wird. Hier ist manchmal so, es könnte tatsächlich was größer sein. Wir haben halt mit einer Person gestartet, also Emanuel 2018 hier drin. Und dann kam ich 2019 dazu. Dann kam 22 der Theo und 23 die Ruby. Und jetzt sind wir zu 4. Das ist auch so unser kleiner, oder mein kleines Schmuckstück. Mein Schrank mit den ganzen unverpackten Lebensmitteln. Dadurch, dass ich in der Zukunft, ich habe auch schon angefangen, ein bisschen in unserem kleinen Hofladen hinten, gerne einen Unverpacktladen machen möchte. Und das Schöne ist halt, du nimmst dir die Gläser einfach raus und füllst es dir ab. Das ist halt so ein bisschen das Gefühl wie in einem Unverpacktladen schon.
Und das macht mir jeden Tag irgendwie sehr viel Freude, muss ich sagen, wenn du dann am Kochen bist. Also der Start war deine Weltreise damals. Ja, die Weltreise, also damals hatte ich mich ziemlich festgefahren in meinem Leben, obwohl alles ganz gut lief. Aber meine damalige Freundin hatte den Vorschlag gemacht, eine Weltreise zu machen. Dann sind wir 1,5 Jahre um die Welt geschippert und das war so eine inspirative Dusche. Ich suchte einfach nach einem Neuanfang. So, und was ich wusste, ist, dass ich grundlegend neu anfangen muss und mein Leben auf Werten und auf einer Ethik aufbauen muss, die zu mir passt. Und das hat eine Weile gedauert danach. Ich bin dann noch eine Zeit lang in Spanien unterwegs gewesen, Felsklettern für etwa ein Jahr und bin dann wegen einer Hochzeit meines Freundes zurückgekommen, eigentlich nur für 2 Wochen geplant, bin dann hochgetrennt und hatte dann im Prinzip einen Aufenthalt hier von 4 Monaten. Und während ich in Spanien war meine Oma verstorben und mein Opa war hier allein auf dem Grundstück. Und ich kam eines Abends hier aus dem Wald herausspaziert und sah den Garten, sprang über den Jägerzaun, stand hier und dann hatte ich was wie so eine Eingebung wirklich. Also ich guckte so auf mein Elternhaus drauf, war dabei in Spanien mir ein Grundstück auszusuchen und hatte das auch schon fast in trockenen Tüchern. Und dann hatte ich so einen 10-sekündigen emotionalen Film in mir drin von den wesentlichen Begebenheiten oder Emotionen in meinem Leben bis dahin. Da war ich so 30 ungefähr. Und ja, ein Gefühl aus der Kindheit, ein Gefühl in der Schule, erste Freundin und so weiter. Und am Ende dieses 10-sekündigen Films in mir drin stand die Frage, und was jetzt, Emanuel? Und dann war ganz glasklar, ich muss hier anfangen. Da gab es auch keinen inneren Widerstand mehr. Das war wie, als würde das in mich reingegeben werden. Das war wunderschön. Also dieses Gefühl habe ich auch seitdem nie nochmal gehabt. Ich habe dann anfangs hier im Wohnwagen gelebt und bin dann irgendwann 2017, 18 dazu übergegangen, hier ganz rudimentär diesen Brandholzschuppen auszubauen. Und habe das dann gemacht und habe dann ganz spartanisch hier gelebt und habe mein Eremitendasein geführt. Ja. Du warst sehr zurückgezogen wirklich, ne? Also du warst so von der Außenwelt auch so ein bisschen abgeschieden. Ja, ich glaube, ich war der Spinner, der hier durch die Gegend lief, ja, mit kaltem Wasser und wie gesagt, ne, ja, Holz, Hölzchen, Stöckchen, tralala. Ne? Ich war letztens in der Mongolei und China unterwegs und wollte mich am Flughafen ins WLAN einloggen. Da stand Airport Free Wi-Fi und ich habe mich einfach verbunden. Und erst danach dachte ich so, Moment, das könnte ja irgendwer aufgesetzt haben. Und seitdem benutze ich Surfshark VPN. Damit bin ich in öffentlichen Netzwerken geschützt, egal ob am Flughafen, Hotel oder Café. Meine Verbindung wird verschlüsselt und keiner kann mitlesen, was ich online mache. Und apropos Flughafen, mit Surfshark kann man virtuell den Standort wechseln und plötzlich können sich die Flugpreise ändern. Ich habe das bei einigen Flügen getestet. Wenn ich so tue, als käme ich aus einem anderen Land, sind dieselben Flüge oft günstiger. Das ist mein kleiner Travel-Hack. Außerdem nutze ich Surfshark Alert. Das checkt automatisch, ob meine Daten irgendwo im Netz auftauchen und warnt mich sofort, wenn etwas unsicher ist. Wenn ihr Surfshark ausprobieren wollt, dann geht auf surfshark.com und nutzt meinen Rabattcode beim Checkout. Damit bekommt ihr 4 zusätzliche Monate. Den Link und den Rabattcode findet ihr in der Videobeschreibung. Hier haben wir zum Beispiel jetzt dieses Bauernhaus. Und was wir hier vorhaben mit unserem Projekt ist, aus diesem Haus zum einen ein Mehrgenerationenhaus zu machen. Das heißt, hier werden 3 Wohneinheiten entstehen. Vorne im Wohnhaus werden 2 Wohneinheiten entstehen. Im mittleren Drittel wird es einen Gemeinschaftsraum geben. Unten drin ein Unverpacktladen, praktisch im ersten Obergeschoss darüber eine offene Küche und Räume zur Vergesellschaftung. Und oben drüber einen kleinen Seminarraum und hinten auf dem Kuhstall noch mal einen etwas größeren Seminarraum. Momentan baue ich das zweite Tiny House. Wir gehen jetzt gleich mal hinten rüber auf die Wiesenfläche. Da sind wir gerade dabei, den Flächennutzungsplan für die Wiese ändern zu lassen. Da sollen 6 bis 8 Tiny Häuser entstehen. Ja, und um das Ganze auch so ein bisschen was zu finanzieren, dieses Vorhaben, es soll ja nicht 100 Jahre, sondern wenn nur 20 Jahre dauern,
müssen wir natürlich auch so ein bisschen kreativ denken. Und deswegen haben wir letztes Jahr im Herbst haben wir 3 Stellplätze hier installiert. 2 am Haus, einer ist hinten am Waldrand und ist eine ganz nette Nebeneinnahme, sodass wir neben meinem Hauptberuf, ich gehe alleine arbeiten, Jenny bleibt zu Hause bei den Kindern. Wir wollen das beide auch so, dass aber trotzdem nebenbei noch ein kleines Einkommen reinkommt. Hallo, wir wollen mal vorbeischauen und mal zeigen, wie die Leute es sich hier gut gehen lassen. War ein Glücksgriff, würde ich sagen. Wirklich, ist total schön hier. Ja, danke, das freut uns zu hören. Ja. Leute gerne herkommen. Ja, also es ist tatsächlich auch ein besonderer Platz. Für uns war es das sowieso schon. Wir kommen hier aus der Region, weil wir es auch kannten. Aber das Besondere an diesem Platz, finde ich persönlich, ist, der ist auf so einem Bergkamm gelegen. Ja, da geht es berghoch, da geht es bergunter und wir sitzen praktisch auf so einem Bergkamm. In die Richtung haben wir kilometerweit nur Wald und in diese Richtung, man sieht es jetzt nicht, weil hier die Blutbuche davor ist, aber dahinter beginnt praktisch so die Zivilisation, sage ich mal. Ja, also man kann morgens aufstehen und sich entscheiden, gehe ich für mich in den Wald und bin bei mir oder gehe ich unter Leute und vergesellschafte mich. Genau, und ich kam dann irgendwann, das war 2019, da war ich in meinem Leben auch irgendwie an einem ganz tiefen Punkt angekommen. Ich hatte eine Psychose mit Angststörungen und ja, ich war am Boden. Also ich kam irgendwie mit dem Leben nicht mehr klar so wirklich und bin auch eines Abends spazieren gegangen und habe in den Himmel geguckt und habe einfach nur gesagt, boah, ich wünsche mir einfach ein neues Leben, ich wünsche mir einen Neuanfang. Ich bin festgefahren, ich kann so nicht mehr weitermachen. Und ich hatte ihn, wir kennen uns schon seit der Kindheit, unsere Familien sind irgendwo miteinander verwandt und haben uns immer auf Festen gesehen und irgendwann habe ich ihn mal auf einem Fest gesehen und ich gesagt, wow, das scheint ein toller Mann zu sein. Ich fand der ist mir auch seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja, und dann hatte meine Tante gesagt, ja Mensch, der Emanuel, der wohnt doch da oben so ganz besonders und anders, fahrt doch mal gucken. Und dann hat er mich dann auch irgendwie eingeladen an dem Tag und hat gesagt, ja dann kommt doch mal vorbei. Und dann bin ich so mit ganz viel Mut hier hin und habe gesagt, ich will nur dieses Schüppchen mir angucken. Ich will mir nur dieses Schüppchen angucken. Und für mich war eigentlich klar, ich will nicht das Schüppchen sehen, auch, aber ich wollte ihn kennenlernen. Und der Weg hier hoch, es führt jetzt hier so zu so einem Berg hoch, der war so, als wenn ich in den Himmel so hoch gehen würde, so als wenn was ganz Besonderes hier kommt. Und so war es für mich. Ich kam hier hin und es war ein komplett anderes Leben. Es war das, was ich vorher gesagt habe, das wünsche ich mir. Komm mal her. Willst du eine Josterbeere haben? Ja? Eine Josterbeere? Komm mal her. Oh, holst du die? Oh, lecker, lecker, lecker. Der ist ja schön, ne? Den holen wir mit. Die Wiese, die wir hier vorne sehen, die ist ca. 4 Hektar groß. Auf den oberen 2 Hektar, wo wir stehen, wollen wir 6 bis 8 Tiny Houses aufstellen. Die sollen integriert werden in kleine Parzellen, die entstehen werden, weil wir haben noch was anderes vor mit diesem Grundstück. Und zwar wollen wir Teiche und Wassererntegräben anlegen und parallel zu diesen Wassererntegräben wollen wir Waldgartenstreifen pflanzen. Ja, Sinn des Ganzen ist es, einmal zu zeigen, wie Menschen tolle Naturräume anlegen können, die auch im Sinne eines Ökosystems funktionieren und im Prinzip vieles von dem, was überlebensnotwendig ist für uns, an diesen Stellen geschaffen wird. Ja? Also ich sag mal eigene Brandholzproduktion oder Waldgarten ist ein essbarer Wald, da sollen Beerensträucher sein, Obstbäume, Nussbäume. Wir leben sehr abstrakt, sehr abgelenkt von verschiedensten Reizen und wir haben festgestellt, immer mehr Menschen tut es gut, sich einfach noch mal so ein bisschen was auszustöpseln, in die Natur zu gehen und einfach mal die Natur auf sich wirken zu lassen. Und wenn man hier die Möglichkeit hat, die Natur auf sich wirken zu lassen, dann kann man im Haus selber verschiedene Seminare mit verschiedenen Themenhintergründen abhalten. Ja, das ist eines unserer ersten Tiny Häuser, das haben wir vor 2 Jahren gebaut. Und es ist noch nicht ganz fertig, weil wir, wie gesagt, noch in der Genehmigungsphase sind für das ganze Projekt. Aber hier kommt noch eine Treppe dran, vorne wird noch eine Terrasse dran gebaut. Und die werden auf alte landwirtschaftliche Anhänger gebaut. Dann kann man die auch immer mal wieder durch die Gegend schieben hier auf diesem Grundstück, je nachdem. Wenn sich durch die Wassererntegräben und Teiche irgendwelche Feuchtgebiete ergeben,
dann kann es sein, dass es vor der Haustür auf einmal nass ist und dann muss das Tiny House dann irgendwo anders hinziehen. Wichtig ist, wenn die Leute hier hinkommen und begeben sich abends zur Ruhe, dass sie in einem schönen Raum sind. Das heißt, das Tiny House ganz einfach hergerichtet, nur ein Bett, Stuhl, maximal Wasserkocher, kein Frisch-, kein Abwasser. Das ist alles nachher im Haus. Und die sollen schön platziert auf der Wiese stehen, damit die Leute ankommen, sich wieder mit der Natur verbinden können. Hier lebt ja nur noch mein Großvater, der jetzt 94 ist. So. Und dadurch, dass seine 4 Kinder, unter anderem mein Vater, alle versorgt sind und auch zum Teil die Enkel versorgt sind, sind wir dann irgendwann den Schritt gegangen und haben einfach gefragt, können wir das hier übernehmen? Und dadurch, dass wir so eine Angleichungszeit hatten, also mein Opa ganz anderer Charakter wie ich irgendwo, aber wir haben es trotzdem immer in diesen ganzen Streitthemen vertragen und das war wichtig. Und ich glaube, irgendwann hat er gesehen, oh ja, der Junge, das wird schon mit dem, jetzt hat er mal eine Frau, vielleicht kommt auch irgendwann Familie oder so, und dann hat er das loslassen können. Er ist erst zu seinen Kindern gegangen und hat gefragt, sind er damit einverstanden? Und die waren damit einverstanden, ja, und dann, damit es kein böses Blut gibt, haben wir es schätzen lassen und haben es dann auch zu einem fairen Preis praktisch gekauft. Und dann sind die Erben ausbezahlt worden und dann hatten wir das Grundstück so. Wenn das Wetter passt, dann lassen wir auch schon mal Leute hier oben am Waldrand stehen. Ist der schönste Platz vom ganzen Grundstück, weil er der höchste ist. Ja, man sitzt da und hat den Überblick über alles. Wir lassen dieses Jahr das erste Mal die Wiese auch wirklich stehen. Was, ich sag mal, bei den hiesigen Bauern so ein bisschen was dazu führt, dass die mit dem Kopf schütteln. Aber für das Projekt, was wir hier vorhaben mit dem Waldgarten, ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Weil indem das Gras stehen bleibt und im Winter über immer anteilsmäßig verrottet, kann sich schon mal wieder ein bisschen Humus aufbauen, die Belüftung des Bodens wird dadurch verbessert. Und der Wald hat ja das natürliche Bestreben, sich auszudehnen. Und wenn man das hier in Ruhe lassen würde, in ein paar Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren hat man hier wieder einen Urwald stehen. So, und diesen Prozess, den wollen wir ab jetzt einleiten, dass hier wieder so eine Art Urwald entsteht. Aber der Mensch soll letztendlich auch versuchen, sich selbst in dieses Ökosystem zu integrieren. Ja? Weil wir sind ja Bestandteil eines Ökosystems, auch wenn wir oftmals meinen, über den Dingen zu stehen. Dann können wir gerne mal hier weitergehen. Dann kommen wir nämlich in unser Wohnzimmer. In unser Wohnzimmer, was tatsächlich gleichzeitig auch Spielzimmer ist. Denn wir haben kein Spielzimmer, wir haben nur ein Schlafzimmer und das ist quasi, ja, das ist alles. Hier haben die Kinder quasi so ihr Spielreich und ich kann euch hier mal zeigen, hier in dieser Couch, das ist quasi unser Spielzimmer. Da sind die ganzen Spielsachen drin. Das Schöne ist, du hast schnell aufgeräumt, räumst alles in die Couch rein, die Kinder haben es aber auch schnell ausgeräumt und ja, wir kommen bis jetzt ganz gut damit hin, weil wir auch gesagt haben, wir wollen gar nicht, dass die Kinder so viel Spielsachen haben. Erstens spielen sie meistens immer mit den gleichen Sachen und wir wollen aber auch nicht dieses materielle Vorleben, dass man alles haben kann und zu viel hat. Ich finde, es ist schön, wenn Kinder ja, mit wenig groß werden. Und da wir meistens tatsächlich draußen sind, das Leben spielt sich viel draußen ab und genau, dadurch brauchen wir auch gar nicht so viel. Ich muss sagen, im Winter ist das Leben auch noch mal was anders hier. Ich habe meistens so 2 Wochen im Jahr, das ist dann so in der Winterzeit, wo mir selber die Decke auf den Kopf fällt und wo ich merke so, boah, es wird Zeit, dass es wieder wärmer draußen wird. Aber ansonsten, genau, ja, ich glaube, Ivan hat es auch schon gesagt, fühlen wir uns hier so wohl. Wir haben das ganze Haus hinten zur Verfügung stehen, aber wir wollen es gar nicht. Also wir wollen noch gar nicht dahin. Erstens ist es eine finanzielle Sache und zweitens, weil wir uns einfach hier super, super wohlfühlen. Genau, und dann haben wir hier den Ofen noch. Der läuft im Winter wirklich von morgens bis abends. Teilweise legen wir auch abends spät noch Holz drauf, dass er in der Nacht an ist. Denn hier kühlt es wirklich aus, dadurch, dass hier die ganzen Fensterscheiben sind. Und hier ist auch wenig isoliert in diesem kleinen Hütchen. Genau, dadurch haben wir diesen Ofen hier immer an. Der schenkt uns ganz viel Wärme. Und wir haben auch festgestellt, es ist einfach eine ganz andere Wärme. Wir sitzen oft hier so im Winter am Ofen und wärmen uns morgens. Wir sehen meistens, wenn Besuch kommt, die frieren tatsächlich öfters hier drin. Also die brauchen schon mal eine Decke. Aber für uns ist es, wir laufen im T-Shirt rum im Winter. Wir haben uns schon so mega dran gewöhnt. Genau. Ja, und hier haben wir unseren Wintergarten, wo wir halt immer zu Mittag essen. Und wenn Besuch kommt,
Genau, wir haben meine Familie, wir sind so mit 15 Leuten, wenn alle kommen, dann halten wir uns hier auf und auch da. Also es passt alles. Wir haben tatsächlich auch schon Feiern hier drin gehabt. 15, 20, 25 Leute. Es ist gemütlich, aber es geht. Es geht tatsächlich. Schön. Hat doch schon Kuchen gegessen. Guck mal, der ganze Mund ist voller Kuchen. Ich bin gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und habe 16 Jahre im Beruf gearbeitet. Auch eigentlich immer bis fast zum Schluss gern, aber irgendwann kam in mir so ein ganz großes Gefühl raus, nee, das ist es nicht mehr. Und ich glaube, bei mir kam da so raus, so jetzt, es wird Zeit, Mama zu werden. So, ich habe mir immer gewünscht, Mutter zu werden, seit ich 14 bin. Und ich merkte irgendwie, nee, das ist doch nicht für mich gemacht, so irgendwie immer nur weiter arbeiten zu gehen. Ich will zu Hause sein, für Kinder da sein. Ja, und dann bin ich auch ganz schnell schwanger geworden irgendwann. Ne? Also es ging wirklich dann ganz, ganz schnell. Zweimal ganz schnell. Zweimal ganz schnell. Gute Luft Genau, hier. und dann, ja, und dann, seitdem bin ich zu Hause. Es war so, seit dem Zeitpunkt, wo ich schwanger wurde, durfte ich auch nicht mehr arbeiten gehen. Ja, und ich arbeite als Bauhofleiter in einem Freilichtmuseum hier um die Ecke. Und ja, ist öffentlicher Dienst, ist fast zu 100% Büroarbeit. Für mich momentan tatsächlich eine große Herausforderung, weil meine innere Stimme sagt, boah Emanuel, du solltest doch eigentlich mehr Zeit hier verbringen. Das ist für mich tatsächlich auch manchmal wie in zwei Welten leben. Ne? Also man lebt da in einer relativ abstrakten Welt, schiebt Informationen von links nach rechts, hängt vom Rechner. Ich stelle mir eigentlich den Alltag so vor, dass ich sage, dann gärtnerst du 2 Stunden, dann baust du noch ein bisschen, dann hältst du vielleicht ein Seminar oder so, dass das ganz bunt ist, der Alltag. Ne? Aber es ist gut, das Ganze damit auch ein Stück weit zu finanzieren, weil mein Arbeitgeber lässt es zu, dass ich sukzessive reduzieren kann. Und so wie ich da reduziere und wir hier mit dem, was wir vorhaben, Einnahmen generieren, kann ich diesen Shift von da nach hier ganz gut gestalten. Ja. Ja, komm, wir können auch mal gerade noch da vorne hingehen. Hier sieht man mal so einen Mahlbaum. Wir haben sehr viel Rotwild hier in der Region und man sieht auch, dass das Rotwild die Bäume kaputt schält. Ja? Die schälen praktisch die Rinde ab. Hier haben sie die Rinde wahrscheinlich auch gleichzeitig mit abgewetzt. Dann fängt die Rinde an zu harzen. Dieses Harzen schützt das Fell auch nochmal der Tiere. Zu Rotwildbrunft kommen auch die Hirsche dann irgendwann hier hin. Und dann ist hier absolut Remi-Demi. Also die Hirsche, die sind ums ganze Haus herum und röhren. Da haben wir auch immer mal so 2, 3 Nächte im Herbst, wo wir die Augen dann auch nicht so richtig zumachen in der Nacht. Und ich hatte letztes Jahr die Outdoor-Dusche fertig gemacht. Die steht unten an so einem kleinen Teich. Müssen wir auch mal hingehen. Und es war eine dieser Brunftnächte, es war sternenklar, der Mond war da und ich bin dann abends so um 11:30 noch duschen gegangen und habe dann da so 20 Minuten lang geduscht und der Hirsch, der dann bei dem Rudel stand, der kam dann wirklich bis zum Teich heran und fing an zu röhren, während ich da in 15 Meter Entfernung zum Hirsch am Duschen war. Also war ein super Erlebnis, muss ich echt sagen. Das war klasse. Da guck, jetzt sucht er sich wieder eine Beute aus. Eine schicke Lady. Eine schicke Lady. Der Hirsch macht Baby, Papa. Wie hat er das denn erklärt? Ich bin hier 2017 mal hingegangen und habe einfach mal mit so einer Wünschelrute, es war jetzt keine Weidenrute, damit hat es bei mir nicht geklappt, aber einfach so gebogenen Kupferdrähten, mal übers Grundstück gelaufen und habe mal geschaut, wo könnte hier Wasser sein. Und an dieser Stelle hatte ich immer zuverlässig Ausschlag. Da ist die Route dann praktisch immer so über Kreuz gegangen, wenn ich über die Stelle gelaufen bin. Und dann habe ich mir da mal einen Minibagger ausgeliehen und gebuddelt. Und dann war tatsächlich Wasser da. So, und diesen Teich habe ich noch an so einen kleinen Wassererntegraben angeschlossen. Das heißt, in Starkniederschlagsereignissen, gerade nach einer Trockenphase, hat man einen sehr großen Oberflächenabfluss. Und dieser Oberflächenabfluss, der landet normalerweise direkt zu 70% oder so im Bach. Und damit das aufhört, werden praktisch Wassererntegräben in die Landschaft gezogen, damit das Wasser Zeit hat, in diesen Gräben zu sitzen, sich zu verteilen und vom Boden aufgenommen zu werden. Also einfach 1,50, 2 Meter breit, 70, 80 Zentimeter tief ausgehoben. Und alles, was jetzt da an Bäumen kommt, hat sich selbst ausgesät. Ja?
Der mündet dann im Prinzip in diesen Teich. Aber der ist, ja, lass das 4 oder 5 Regenereignisse sein, wo der wirklich zur Hälfte oder zu einem Drittel gefüllt ist. Aber er speist den Teich. Und das ist das, was ich meine, wenn der Mensch hingeht und schafft einfach Ereignisse in der Natur, wo er einen Teich anlegt, einen Wassererntegraben und lässt einfach nur mal die Finger davon, dann entstehen schon von ganz alleine ganz tolle Räume. Und dann kann der Mensch ja für sich selber ein paar Beerensträucher oder ein paar Obstbäume, Nussbäume anpflanzen oder auch was fürs Optische, für die Seele. Ich habe jetzt da mal eine Seerose reingeworfen. Ja, die wächst wunderbar hier, ne? Das sind heilsame Räume. Einfach sich hier mal 1 Stunde oder 2 aufzuhalten an so einem Teich, die Geräusche auf sich wirken zu lassen, das macht schon was mit den Menschen. Da braucht man gar nicht viel tun. Und ja, einfach weil wir mit allem vernetzt sind und wenn es den Lebewesen hier gut geht, Pflanzen, Insekten etc. pp., dann geht es auch uns gut. Ja, und im Sommer könnte ich mir hier schon die Liege hinlegen. Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht schon längst gemacht habe. Es macht keinen Sinn, seinen Fokus immer nur auf die negativen Dinge zu legen. Vielleicht die Skrupellosigkeit oder Verirrtheit mancher weniger auf diesem Planeten mit einem großen Einfluss und die Leichtgläubigkeit der Masse mag dazu führen, dass wir sagen, oh, wir fühlen uns gerade ohnmächtig oder auch wenn Kriege da entfacht werden, auch teilweise. Aber es macht keinen Sinn, sich damit dauernd zu beschäftigen. Man will seine Lebenszeit ja nutzen. Das Einzige, was wir ändern können, ist, wenn wir selber ein positives Signal setzen. Egal ob im Kleinen oder im Großen. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie spreche ich mit meinen Menschen? Was strahle ich selber aus? Lasse ich es mir gut gehen? Das hat einen ansteckenden Effekt. Die ist fast schon grau. Siehst du das? Guck mal, die kommt ganz nah an. Ne? Hast du gesehen? Ja, und dann zeige ich euch noch, dann geht es nach oben zum Schlafzimmer. Man muss irgendwie gucken, wenn du klein lebst, du darfst dir einfach auch nicht so viel an Dingen kaufen oder besorgen, weil du hast den Platz halt einfach nicht. Und das ist jetzt wirklich so, wir haben jetzt das Nötigste alles verstaut, aber man merkt, es darf auch nicht mehr werden, denn sonst erdrückt es einen auch. Und ja, das ist wie gesagt hier so ein bisschen Ablagefläche. Hier oben habe ich auch schon mal im Winter dann die Wäsche stehen. Die trocknet hier super, weil unten der Ofen ist. Da hast du ganz schnell so einen Wäscheständer trocken. Ja, und dann haben wir hier, geht's durch in unser Schlafzimmer. Ja, und hier schlafen wir tatsächlich mit 4 Personen. Es ist tatsächlich echt gemütlich, weil du merkst einfach, oh schön, du liegst abends im Bett und alle sind da. Und wenn die Kinder irgendwann sagen, wir wollen unser eigenes Zimmer, dann können wir immer noch umbauen. Wir haben aber auch gesagt, wir haben einen Wohnwagen oder wir haben Tiny Häuser. Vielleicht kriegt jeder dann, oder einen Bauwagen, jedes Kind bekommt irgendwie einen kleinen Rückzugsort. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ist auch nicht alles fertig tatsächlich gebaut. Wir haben hier noch gar kein Holz vor. Aber es stört uns alles irgendwie auch gar nicht. Wir sind so, ja, wir merken immer mehr, was brauchst du wirklich, ne? Und es ist tatsächlich nicht viel. Dadurch, dass hier halt auch nicht gut oder kaum gedämmt ist, ich glaube, hier oben ist kaum gedämmt, du merkst halt einfach, auch wenn es hier zu ist, du hast frische Luft. Klar, im Sommer hier oben, also ja, da gehst du wirklich kaputt. Es ist wirklich heiß hier. Du musst abends, wenn du ins Bett willst, musst du Durchzug machen, weil es hier so warm ist. Aber, und wir haben auch tatsächlich im Winter, haben wir hier oben schon gelegen und wie sagt man, der Atem war, ne? Du hast, ja, du merkst, du sahst deinen Atem, weil es hier so kalt war. Ja, und dann packst du dich warm ein. Also das ist, und mit 4 Mann merkst du auch, es wird dann auch was wärmer hier oben. Es sind viele Baufehler gemacht worden. Also ich müsste es eigentlich besser wissen als gelernter Bauingenieur, aber ich bin mit einem ganz anderen Mindset hier hingekommen und habe einfach völligen Blödsinn gemacht. Also man sieht auch jetzt manchmal dieses Badezimmer, was vorher da war, das habe ich auch abgerissen, weil es einfach feucht war. Wir haben ja auch keine Betonplatte. Wir haben quasi im Wohnzimmer und überall, also wir wohnen teilweise mit Tausenden von Lebewesen zusammen. Die Ameisen kommen raus, die Spinnen kommen raus. Ja. Und früher hätte ich gedacht, um Gottes Willen, da wird sie niemals wohnen. Und heute ist es für mich, dann kommt meine Mama und sagt, guck dir mal die ganzen Ameisen hier an. Und ich sage, ja, die wohnen halt hier. Und vieles ist halt also auch in einer chaotischen Phase einfach, in einer chaotischen in einer Lebensphase des Wandels entstanden. Die ist auch
in der Rückschau sehr, sehr positiv gewesen, aber vieles war sehr unüberlegt. Also zum Beispiel haben wir jetzt da einen Ofen direkt am Wintergarten und wir heizen die Hälfte unserer Energie einfach am Wintergarten raus. So, und ja, das kann so nicht weitergehen. Das ist Blödsinn, das wollen wir auch nicht verkörpern mit dem, was wir hier vorhaben. Ne? Also da müssen wir noch mal ran. Das Bad, das zeige ich euch auch gleich, das ist im anderen Haustrakt. Also wir müssen jedes Mal nach draußen gehen, um aufs Klo zu gehen oder um duschen zu gehen. Kann ich euch gerne auch zeigen. War auch anfangs sehr befremdlich, aber es gehört für uns dazu. Wenn wir jetzt irgendwo zu Besuch sind und du hast direkt das Badezimmer im Haus, ist Luxus. Aber es ist für uns kein Problem. Wir gehen bei Wind und Wetter, es ist ganz normal geworden. Das Schöne ist aber, wenn du abends um 11 Uhr oder so noch schnell Pipi machen musst oder Zähne putzen gehst, wie auch immer, du siehst ganz oft den schönen Sternenhimmel noch. Du bist also noch mal mehr draußen als manch anderer. So, hier ist unser Badezimmer. Ich gehe einmal vor. Das hat Emanuel vor 3 Jahren gemacht. Da war ich schwanger und da haben wir gesagt, so, genau, wir haben 1 Jahr draußen geduscht bei Wind und Wetter und bei Frost und keine Ahnung was. Das war auch vollkommen okay, aber dann bin ich schwanger geworden und habe auch ganz schnell gemerkt, oh nee, da muss jetzt bald das Badezimmer kommen. Man wird dann auch, wenn man schwanger ist, schon mal schneller zickig und keine Ahnung was. Ich brauche das dann doch ein bisschen gemütlicher. Und das Badezimmer ist fertig geworden. Der Theo, der kam 6 Wochen zu früh und ja, das Badezimmer ist in der Zeit fertig geworden, wo ich im Krankenhaus lag. Wir waren was länger im Krankenhaus und da haben wir das Ganze hier fertig bekommen. Vor circa 4 Wochen haben wir hier 10 Bienenvölker von einem sehr guten Freund von mir hier rüber geholt. Die Bienen standen zuvor auf dem elterlichen Grundstück von ihm und das gliedert sich an einen Kindergarten an. Da sind 2 Kinder von der Biene gestochen worden im Kindergarten und ja, mussten dann letztendlich umgesiedelt werden. Und das haben wir dann gemacht. Irgendwo auch ein bisschen schade, ich will das gar nicht werten oder urteilen, aber ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern man da mit den Kindern zumindest noch darüber gesprochen hat, wie wichtig die Biene eigentlich ist. Ne? Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht gesagt hätte, es gibt ja auch Kindergärten, die selber eine Imkerei darstellen oder Imkern, dass man vielleicht gesagt hätte, komm, wir versuchen das mit den Bienen. Sie sind ja in der Nachbarschaft und unsere Kinder laufen auch, vielleicht nicht täglich, aber bestimmt 2-3 Mal in der Woche hier an den Bienenstöcken vorbei, bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen. Also auch unterschiedlichen Stimmungslagen der Bienen. Und die sind in den 4 Wochen jetzt auch noch kein Mal gestochen worden. Ne? Also wenn man den Kindern dann auch beibringt, wie man sich ein bisschen zu verhalten hat, ruhige Bewegungen und auch kein Eis mitschleppen oder so, Zucker, dann kriegt man das auch ganz gut so hin. Aber gut, jetzt stehen sie hier und offensichtlich ist das ein guter Spot, weil fast alle Ableger haben in diesem Jahr eine Königin herangezüchtet. Also ja, sie fühlen sich hier wohl. Können wir gucken kommen? Ja? Die Distanz ist okay, ne? Also hier sieht man das Brutnest von einem jungen Bienenableger, also von einem Jungvolk. Und hier außenrum dieses, ja, der Imker sagt verdeckeltes Futter ist das Futter und das hier ist eben die Bienenbrut und ja, das sind verdeckelte Zellen, wo dann eben die jungen Bienen draus schlüpfen und ja, dann beginnt für die das Bienenleben. Bei vielen ist an erster Stelle immer das Geld ein Thema und dadurch, dass ich mal hier so eremitenmäßig gelebt habe, habe ich mal geguckt, was brauchst du im Monat? Ich meine, es gefällt nicht jedem im Winter mit kaltem Wasser zu duschen oder so, aber ich hatte irgendwie 250, 300 € im Monat und bin damit gut hingekommen und der Mensch, der ist sehr anpassungsfähig. Also ich bin mal so provokant zu sagen, die meisten Menschen könnten 50% ihrer Fixkosten fallen lassen, ohne dass sie es nennenswert merken würden. Ja, vielleicht nicht 50%, aber und könnten sich ein anderes Leben aufbauen, genügsamer, vielleicht auch ein bisschen spartanischer, aber fokussierter auf das, was mir wichtig ist. Aber das musst du wirklich wollen. Ne? Das musst du wollen und du musst auch wissen, du musst zurückschrauben. Du musst vieles loslassen. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn du das so immer gelebt hast, ne, und beigebracht bekommen hast oder ja, deine Eltern haben es so gemacht, deine Oma und Opa, alles wurde aufgebaut und immer größer und toller. Und dann zu sagen so, nee, das will ich nicht mehr, dann musst du auch wissen, du kannst
vielleicht nicht mehr so oft in Urlaub fahren, du kannst dir vielleicht nicht mehr das tollste Fahrrad oder irgendwas kaufen. Nee, das ist dann ein Stück weit vorbei. Und viele mögen sagen, ihr seid ja privilegiert, euer Großvater hat jetzt hier dieses Grundstück gehabt, so einen wundervollen Platz erstmal zu bekommen. Ich war in Spanien, konnte kein Spanisch, aber hatte den Willen und habe mich dann an einen Schäfer dran gehangen in dieser Kletterregion unten in der Nähe von Malaga. Und der hätte mir das Grundstück gegeben. Also man findet Plätze auch zu erschwinglichen Preisen. Das ist es nicht. Man muss nur bereit sein, so einen gewissen Komfort aufzugeben. Ja, vielleicht muss man sich von lieben Menschen trennen, vielleicht auch nur zeitweilig, um sein Leben erstmal zu leben. Vielleicht muss man auch mal das, was man jahrelang gemacht hat, fallen lassen, um da hinten was Neues aufzubauen. Aber die Möglichkeiten sind da. Tina macht schon aber schon. Guck mal. Hier bauen wir ein paar Kohlarten an, Zucchinis und Kürbisse. Wir haben vor circa 4-5 Jahren mal so ein halbes Jahr lang für eine in der Genossenschaftsgründung befindliche Gemeinschaft gearbeitet und haben denen dann im Prinzip über ein halbes Jahr lang circa hinweg 14 Gemüsekisten pro Woche gegeben. Dann war das alles hier ein komplettes Gartenfeld, ziemlich typisch nach so Market Gardening Prinzipien. Aber jetzt fehlt so ein bisschen die Zeit. Deswegen mulchen wir die Gartenfläche einfach nur, legen immer schön Heu da oben drauf. Dann kann das Ganze natürlich verrotten und der Boden sich von der Qualität her immer besser aufbauen. Und irgendwann wechseln wir das Gartenbeet wieder von da nach hier, machen das Gleiche an der Stelle. Und wir halten das jetzt erstmal so ein bisschen auf Sparflamme. Und wenn wir irgendwann wieder mehr Zeit haben, dann soll natürlich auch von hier aus wirklich gut Gemüse produziert werden für den Unverpacktladen zum Verkauf, für die Gäste, die hier hinkommen. Hier ist unser kleiner Selbstbedienungshofladen und hier können unsere Campinggäste ihr Geschirr spülen oder größere Behältnisse auffüllen. Genau, und hier habe ich halt schon mal so ein bisschen mit meinem kleinen Traum angefangen, nämlich, es sollte eigentlich ein Unverpacktladen werden und da habe ich auch so eine kleine Ecke unverpackt schon gestartet. Aber dann habe ich plötzlich immer mehr Menschen kennengelernt, die ganz, ganz viele schöne Produkte herstellen und das hier ganz aus der Nähe, aus der Eifel, aus der Nachbarschaft, wie auch immer. Und die habe ich jetzt alle mit ins Sortiment reingeholt. Die sind halt nicht unverpackt, aber die sind mit ganz viel Liebe hergestellt. Das merkt man einfach bei jedem Einzelnen, finde ich. Und genau, da habe ich dann gesagt, okay, unverpackt auf jeden Fall. Der Plastikmüll, der muss enden oder es muss weniger werden. Aber ich muss trotzdem die liebe Anita und wie sie alle heißen unterstützen, die sowas Tolles hier herstellen. Selbstgemachte Nudeln und Gewürze von dem lieben Hendrik. Und ach ja, es gibt so viele Sachen von den verschiedenen Klöstern. Und ja, finde ich einfach ganz toll. Ja, wir haben irgendwie so jetzt die letzten Jahre auch mehrere Schläge so bekommen. Mein Papa, der ist ganz plötzlich gestorben vor 4 Jahren. Meine kleine Nichte ist mit 12,5 Jahren gestorben. Ganz plötzlich. Und das haut dich raus so. Du denkst einfach, was ist wichtig und was brauchst du? Und wir stellen immer mehr fest, du brauchst nicht viel, sondern die Lebenszeit. Die ist ganz, ganz wichtig, die Lebenszeit. Und das sagt uns ganz klar, nicht nochmal einen Kredit aufnehmen, lieber weniger arbeiten gehen da. Und das heißt nicht, dass wir hier faul auf der Couch rumliegen. Im Gegenteil, wir sind hier gerade, wir bauen uns hier was auf. Wir haben einen Garten, der gepflegt werden will, wo sich darum gekümmert werden will. Wir wollen gemeinsam für die Kinder so viel wie möglich da sein. Und also ja, das hat uns in der Familie diese Schicksalsschläge einfach gezeigt. Darum geht's. Wenn wir die Gelegenheit haben, auf dem Sterbebettchen zu liegen oder so und haben die Gelegenheit, auf unser Leben zurückzuschauen, dann denke ich doch, will fast ein jeder spüren, ich hab aus dem Herzen heraus gelebt. So. Ich habe das getan, warum ich vielleicht sogar hier hingekommen bin und habe auch der Angst nicht zu viel Macht gegeben. Jeder Mensch hat eine Stimme in sich drin, so ein Gefühl, mag es das Herz sein, die Intuition, wie auch immer. Aber die sagt ja, wofür jedes Individuum der Weg langläuft. Und der Kopf, der sollte eigentlich maximal Erfüllungsgehilfe dabei sein, das, was man in Erfahrung überführen möchte, auch zu machen. Weil ich glaube, keiner will alleine sein. Die Leute haben Angst, alleine da zu stehen und deswegen vergleichen sie sich häufig mit ihrem Umfeld. Und wenn du dich mit deinem Umfeld permanent vergleichst und siehst, im Westen baut jeder auf, und dann
dann versucht man sich darüber ein leeres Selbstwertgefühl zu geben. Und man kann da ein ganzes Leben für verplempern. Und das ist einfach schade, weil wir machen damit auch so viel kaputt. Wir richten damit so viel Destruktives auch an Ressourcenverbrauch, an Zerstörung, ne? Und machen uns darüber gar keine Gedanken in der globalisierten, vernetzten Welt. Aber eigentlich haben wir auch alle das Potenzial, das, was wir momentan auf destruktiver Seite machen, auch auf konstruktiver Seite anzuwenden. Wir können Naturräume verbessern, gestalten, zu unserem Wohl, zum Wohl aller im Ökosystem. Und ja, wir wollen versuchen, das an diesem Platz hoffentlich auch mit anderen Leuten auf die Kette zu kriegen. Ja. Klopf, klopf.